Unser Mystery Quilt bekommt ein paar Extras, ein paar Applikationen, aber diese Applikationen, die möchte ich erst auf meinen Quilt quilten, während ich den ganzen Quilt quilte. Meine Applikationen sollen also nicht fertig werden, sollen aber trotzdem haltbar sein und aus mehreren Lagen zusammengesetzt, aber noch nicht gequiltet, noch nicht umstickt. Denn am Ende möchte ich meine Applikation so fertigstellen, dass ich mein komplettes Ornament, hier mein Chamäleon, auf der Rückseite sehen kann. Und das nicht als extra Quiltprozess, sondern direkt, während ich dieses Riesenteil quilte. Hey! Auch hierzu nutzen wir wieder die super schönen Stoffe von Stoff-Fabrics, die Melagne-Stoffe. Ich habe noch Reste, jede Menge Reste. Und aus diesen Resten arbeiten wir nun Applikationen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Das ist unser Chamäleon für den Tropenhausquilt und dieses Chamäleon möchten wir so weit wie möglich aus unseren Stoffresten arbeiten. Wir haben einzelne Elemente, die wir später auf unser Chamäleon, auf die Grundfarbe aufsetzen möchten, und diese Elemente schneiden wir aus den Farben zu. Damit das gut funktioniert, bügeln wir unsere Farben einmal auf Flisofix auf. Unser Flisofix hat eine Papierseite hier und eine Klebeseite, und auf diese Klebeseite legen wir nun all die Stoffreste, die wir gerne nutzen möchten. Wir legen ein Butterbrotpapier auf unsere Stoffe und wir bügeln das Ganze einmal fest. Wenn wir das haben, lassen wir das Ganze kurz abkühlen und wir können dann unsere Folie wieder abziehen. Das Ganze habe ich schon einmal groß vorbereitet. Mein Chamäleon übertrage ich auf ein wasserlösliches Stickvlies mit einer klebenden Rückseite. Ich nehme einen Bleistift und übertrage das ganze Motiv direkt aufs Vlies. Die Vorlage zu dem Chamäleon findet ihr im freien Download, verlinkt in der Infobox gemeinsam mit allen Angaben zu den Stoffen von Stoff-Fabrics. Ihr seht, was braucht ihr für den Quilt, wie viele Stoffe sind nötig, wie viele Folgen von unserem Mystery Quilt gibt es und wo könnt ihr die Stoffe beziehen. Einmal schauen, habe ich alles? Das schaut gut aus. So, ich löse meine Vorlage und für mein erstes Chamäleon nehme ich den Stoff 410 als Hintergrundstoff. Ich klebe mir mein Chamäleon einmal auf meinen Stoff. Wenn wir unser Chamäleon aufgeklebt haben, dann möchten wir einmal unser Füßchen ausschneiden. So weit. Das bleibt noch im Stoff. Wir können es aber anheben und wir können es zurücklegen. Und wenn wir das gemacht haben, dann fangen wir an und setzen unser Chamäleon zusammen. Damit ich alle einzelnen Elemente für mein Chamäleon gut kopieren kann, lege ich mein Chamäleonblatt auf ein Lichtboard. Ich nehme meine auf Flisofix aufgebügelten Stoffreste, lege die Papierseite nach oben und nun kann ich ganz ohne Probleme alle Elemente in den Farben kopieren, wie ich das gerne möchte. Das geht mit einem Bleistift ganz wunderbar. Wir schneiden einmal unsere Elemente, unsere vorbereiteten Elemente aus. So. Wenn wir unsere Elemente grob vorgeschnitten haben, dann schneiden wir sie fein aus. Ich nehme dazu eine gebogene Schere, denn mit dieser Schere kann ich jede Bewegung gut nacharbeiten. Ich kann sie in jede Richtung drehen und sie schneidet mir immer ganz wunderbar meine geschwungenen Bögen. Ich muss das Ganze nicht super genau ausschneiden.
Wie auch immer wir das ausschneiden, das passt immer. Und jedes fertige Element legen wir einmal so auf den dazugehörigen Platz. Wenn euch das Video gefällt und ihr das später gerne leichter wiederfinden möchtet, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, denn dann wird euch das auf eurer Kanalseite angezeigt. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn wir das gemacht haben, dann fangen wir an und setzen unser Chamäleon zusammen. Wir starten mit der Nummer 1, mit diesem länglichen Stoffstück. Und dieses längliche Stoffstück, das soll hinter unserem Füßchen entlang laufen, denn das ist ein Stück Körper und unser Chamäleon hat den Fuß an der Seite vor dem Körper. Wir möchten das Stück also hier einsetzen. Damit wir das an der freien Stelle jetzt nicht irgendwo hinkleben, setzen wir ein Stück Butterbrotpapier darunter. So, wir klappen das Füßchen weg. Wir haben hier überall genau unsere eingezeichneten Linien. Wir wissen, wie wir das anlegen müssen. Wir entfernen das Trägerpapier. Legen unser Element an und wir bügeln das einmal fest. Ich nehme dieses Mini-Bügeleisen von Clover, weil ich dann korrigieren kann. Dann kann ich kleine Punkte anbügeln und kann das Ganze auch wieder ändern. So schaut das jetzt aus. Das Stoffstück mit der Nummer 2 setzen wir hier an. Und auch dieses Stück verschwindet hinter unserem Füßchen. Wir nehmen wieder unser Trägerpapier ab. Richten das aus, heben das Füßchen darüber. Und wenn wir glauben, das liegt gut, dann fixieren wir das. Das Stück mit der Nummer 3. Wir nehmen das Trägerpapier ab. Wir richten das aus. Das Ganze braucht nicht so 100%ig genau sein, denn wir setzen die Stoffstücke auf unser wasserlösliches Vlies. Unsere eingezeichneten Linien sehen wir nachher nicht mehr, sondern wir sehen dann den Chamäleon-Farbton. Und wir haben keine Anschlussstellen, die störend werden, wenn wir sie nicht gefüllt haben. Das Stück mit der Nummer 4 setzen wir auf den Platz für die 4. Auch hier entfernen wir vorher das Trägerpapier. Die Nummer 5 ist das Füßchen. Und auch das richten wir aus. Die Nummer 6. Wir brauchen gar keinen Druck. Wir setzen das nur ganz leicht an und die Hitze erledigt den Rest. Die 7 ist die Nase und die 8 ist das Auge. So schaut das Ganze aus. Nun können wir unser Chamäleon einmal am äußeren Rand entlang ausschneiden. Als nächstes möchten wir an unserem Chamäleon einfach nur die aufgebügelten Stellen, die aufgebügelten Flächen sichern. Meinen Arm, den habe ich noch mit ein bisschen Kleber befestigt, damit er sich jetzt besser mit einfassen lässt. Ich habe einen Zickzackstich eingestellt mit einer Stichweite von 2 und einer Stichlänge von 2 und das Ganze lässt sich mit dem Standardfüßchen ganz wunderbar managen. Zunächst einmal vernähen wir 3-mal auf der Stelle oder ein paar Mal mehr. Wir möchten unsere ganzen aufgebügelten Flächen einfach nur ein bisschen fassen. Wenn wir ein Element gesichert haben, so, vernähen wir wieder 3-mal auf der Stelle. Wir wandern zum nächsten Element, vernähen 3-mal auf der Stelle und wir starten erneut.
Uns interessiert nicht, wie ordentlich dieser Stich wird oder wie genau wir etwas fassen. Das Ganze wird man später gar nicht mehr sehen. Wenn wir das haben, nehmen wir unser Chamäleon wieder hervor und nun schneiden wir alle losen Fäden einmal ab. So schaut das Ganze aus und auf der Rückseite, da können wir unsere Wanderfäden einfach lassen. Wenn wir das haben, dann legen wir unser Chamäleon einmal in Wasser. Wir möchten nun unser wasserlösliches Vlies auflösen. Wir machen das in Wasser, damit wir den unteren Stoff nicht so sehr stressen. Wenn sich das Ganze aufgelöst hat, dann schaut unser Chamäleon so aus. Auf mein Chamäleon habe ich auf die Rückseite noch einmal Flisofix aufgebügelt. Mein Chamäleon möchte ich weiterverarbeiten, wenn ich mein Tropenhaus quilte. Erst dann werde ich die Rückseite, die Papierseite abziehen und mich von Chamäleon zu Chamäleon entscheiden, wo ich es denn gerne platzieren möchte. Ich möchte aber einmal wissen, wie sieht mein Chamäleon fertig gequiltet aus. Dazu nehmen wir ein 15 x 15 cm großes Stoffstück, zwei 15 x 15 cm große Stoffstücke. Die legen wir mit den rechten Seiten zueinander. Als Füllung habe ich wieder diese Bambusfüllung gewählt, damit ich feststelle, wie sie sich beim Quilten verhält. Ich nähe einmal um meine Füllung herum und lasse eine ausreichend große Wendeöffnung. Wir schneiden einmal die Ecken zurück. Mein Vlies habe ich an den Rändern ein wenig mit eingefasst, sodass ich weiß, dass es schon sicher liegt. Und wir wenden das Ganze. Den Rand schließe ich erst am Ende, damit sich der Stoff noch legen kann, wohin immer er sich legen möchte. Mein Chamäleon platziere ich einmal. Ich nehme das Papier ab, das Trägerpapier, lege das Ganze einmal auf und ich bügele das einmal fest. Und ich möchte nun mit einem kleinen, feinen Zickzackstich um alle Elemente herumfahren. Dabei stört mich nicht, wenn mein Stich, den ich zum Fixieren der einzelnen Elemente genutzt habe, noch sichtbar ist. Das wird gut dabei aussehen und weil mir das gefällt, war ich auch gar nicht vorsichtig beim Setzen dieser Stiche. Unsere Stichlänge ist 0. Wir haben einen Zickzackstich eingestellt und wir haben den Transporteur versenkt. Und nun quilten wir einmal um alle Elemente herum. Bei unserem Auge fahren wir zuerst einmal rund um unser Auge. Wenn wir wieder an der Schnauze angekommen sind, möchten wir so ein paar Mal hin und her quilten. Ein kurzes Stückchen, damit wir diese Pupille bekommen. Wenn wir das haben, stellen wir unseren Stich auf Geradstich ein und wir fahren in Halbkreisen immer um unsere Pupille herum. Ich stelle einen schmaleren Stich ein und hier muss ich jetzt schauen, wie verläuft das. Hier ist mein Fuß. Ich wandere um den Fuß und komme von unten in diese Spirale. Meinen Stich stelle ich wieder etwas weiter ein und tada, mein Chamäleon hat einen gekringelten Schwanz.
und wir vernähen dreimal auf der Stelle. Zum Schluss möchte ich noch einmal mein Auge ein bisschen mehr betonen. Und zwar so. Wenn ich mein Chamäleon auf diese Weise arbeite, dann habe ich auf der Quiltrückseite mein Chamäleon noch einmal abgebildet. Und das ist, was ich später haben möchte und darum dieser doppelte Aufwand. Und so schaut ein fertiges Chamäleon dann aus. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal, tschüss!